Wie sieht die Entstehung eines Reborn-Babys hinter den Kulissen aus? Heute nehme ich euch eine Woche lang mit in mein Reborn-Studio und zeige euch, wie es bei mir hinter den Kulissen aussieht. Wir starten mit einem neuen Baby und haben natürlich die Qual der Wahl, welcher Bausatz es wird. Und ich habe mich hier für den kleinen Milan entschieden. Jetzt bereite ich hier erstmal die Farben für einen Short vor. Und zwar möchte ich so einen Before and After Short wieder machen. Und wenn ihr mal keine langen Videos seht, sind auf jeden Fall ein paar Shorts online gekommen. Und um diese coole Transition nicht zu verpassen, abonniert doch gerne den Kanal. Bevor wir mit dem Malen beginnen, muss das Ganze natürlich noch gesäubert werden. Hierzu habe ich Watte, Pads, Q-Tips und so ein Reinigungsmittel aus Alkohol. Dafür müsst ihr aber erstmal natürlich das Fenster aufmachen, das stinkt nämlich, und Handschuhe anziehen. Und dann einmal über den ganzen Bausatz. Ich mache das immer zweimal, um sicher zu gehen, dass wirklich alles sauber ist. Und mit den Q-Tips in die kleinsten Ritzen gehe ich dann nochmal nach. Ihr könnt auch noch die Bausätze anders sauber machen. Dazu habe ich auch noch meinen Short gemacht. Schaut da auf jeden Fall gerne nochmal vorbei, falls ihr euch für die andere Variante interessiert. Den Kopf hatte ich vorher auch nochmal abgespült, weil er ja in Farbe drin war und tatsächlich ist immer noch etwas Farbe auf dem Wattepad zu sehen. Es ist sehr wichtig, auch in den kleinsten Ecken gründlich zu putzen, weil es kann nämlich sein, dass die Farbe sonst sehr schlecht hält. Das Putzen nimmt dann doch immer sehr viel Zeit in Anspruch und nebenbei schaue ich dann gerne YouTube-Videos und zwar meist die Boxpackings von Kelly Maple. Nach einem kurzen Stopp im Einkaufsladen, um ein paar fehlende Sachen zu besorgen, ging es dann auch schon ans Aufräumen. Ein paar Schwämme habe ich dann auch noch aussortiert, weil sie nicht mehr so gut waren und diese Kappen für die Pinsel gesucht. Dann nochmal natürlich die Pinsel sortiert und irgendwie ist dieser eine Pinsel, den ich zweimal habe, abhanden gekommen. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Der hat diesen Platz hier einfach nicht verlassen. Das gibt's doch gar nicht. Auf dem Maltisch habe ich so eine Einmalwicke-Auflage, die ist perfekt da, die Farbe aufsaugt, nicht so wie die Plastikdecke. Wenn mal was rauffällt, dann ist die Farbe an dem Bausatz drin. Das hier ist übrigens mein kleiner Kasten, wo ich meine ganzen Farben und Pinsel und Zubehör drin habe. Ich habe jetzt auch noch ganz viel in dem Regal und sogar noch die Arme von dem verbrannten Baby. Das Ganze staube ich jetzt nochmal ab, damit hier auch wirklich alles sauber ist. Die Pinsel habe ich farblich in solchen Beuteln sortiert, damit ich nicht immer so viel suchen muss und die Farben im Becher nicht verunreinigt werden. Ein paar neue Reborn-Materialien muss ich auch noch bestellen, wie diese Paste hier. Die ist mir jetzt nämlich komplett ausgetrocknet, da der Deckel schon kaputt ist. Der ist am Anfang leider durchgebrochen. Ich hatte mir sowas Ähnliches bestellt, aber damit bin ich nicht so zufrieden, weil man nicht so eine Struktur hinbekommt. Jetzt ist endlich alles sauber und es geht ans Malen. Ich suche mir jetzt schon mal die erste Farbe aus, die ich für den Unterton benutzen möchte. Meistens ist es so ein ganz dunkles Blau oder Lila. Nächster Tag und los geht's mit dem Malen. Erstmal die Handschuhe anziehen, damit die ganze Farbe nicht an die Hände bzw. Haut kommt. Oh, und ich habe natürlich was vergessen und zwar mein Tuch. Da streiche ich nämlich immer den Pinsel ab. Erstmal muss ich natürlich die Farbe wieder umrühren, dass sich das vermischt und dann mache ich kleine Abstriche, um zu schauen, wie dick ist die Farbe. Das mache ich dann aber auch nochmal am Reborn-Bausatz, weil das Papier ist natürlich ein bisschen anders. Und wenn das Ganze passt, male ich das jetzt erst einmal an. Es sieht jetzt vielleicht etwas schlimm blau aus, aber die Farbe wird auch nochmal abgetupft. Also das sieht nicht so aus. Da muss man sich reinfummeln. Am Anfang sah das bei mir auch ganz schrecklich aus. Man muss dafür ein Gefühl bekommen und das dauert halt ein bisschen. Manche können das schneller, manche eher nicht. So wie ich. Als hätte der Postbote es gewusst, hat es an der Tür geklingelt und mein Paket mit den neuen Pinseln ist angekommen. Und zwar habe ich mir so ein großes Set hier bestellt, da ich im Moment mit den Billigpinseln am zufriedensten war. Kosten natürlich auch ein bisschen Geld, aber nicht so teuer wie die aus dem Bastelladen oder Reborn Shop. Und damit gehe ich jetzt nochmal durch die Falten, damit da keine Farbreste sind. Das sieht später nämlich sonst so komisch aus. Und auch wenn man die Falten dann anmalt, kriegt man das nicht weg. Je nach Lust und Laune male ich dann meistens 2 Reborn Babys, heute 1, da ich euch ja auch irgendwas zeigen möchte und mit 2 dauert das lange und da ich im Moment auch nichts angefangen habe, kann ich euch so etwas mehr zeigen. Beim Reborn schaue ich bzw. höre ich auch gerne Twitch, zum Beispiel Rolle Royale oder es gibt auch ganz viele andere Streamer, YouTube, die alles ist möglich bei mir auf jeden Fall jedes Jahr dabei oder alte Kindheitsserien wie H2O, da das Reborn ja einige Zeit beansprucht und man so ein bisschen Unterhaltung hat. Bei den Komplettschichten, wenn die Farbe angetrocknet ist, gehe ich nochmal mit einem sauberen Pinsel rüber und versuche da die Fussel abzukratzen. Da irgendwie habe ich ein Fusselproblem. Ich weiß nicht, woher das herkommt, seit wann das existiert. Ich weiß nicht mal, ob das richtig Fussel sind oder Dreck, aber auf jeden Fall finde ich auch einige Fussel auf den Bausätzen und die kratze ich ab in der Hoffnung, dass das nicht irgendwas mit der Farbe beschädigt, aber das würde mich eher stören, wenn da so viel Fussel auf dem Bausatz sind. Vielleicht gucke ich auch einfach zu genau hin. Falls man es später wieder sieht, zeige ich euch das natürlich. Und jetzt muss nur noch der Ofen gereinigt werden. Das ist natürlich auch
richtig. Da drin habe ich so ein Tuch, dass der Bausatz nicht an dem Glas kleben bleibt. Das schüttle ich erstmal aus und wische das Ganze aus, weil hier sammelt sich auch einiges an Dreck. Vor allen Dingen, wenn ihr draußen backt. Weil am besten backt man die Babys draußen, weil das stinkt richtig. Sonst wirklich Durchzug lüften, weil das ist jetzt auch nicht so gesund, sage ich mal, wenn man diesen Plastik einatmet. Jetzt sind auch schon einige Schichten auf dem Baby und man muss auch immer aufpassen, feuchte Farbe und getrocknete Farbe sieht auch immer anders aus. Wie hier bei dem Flash wird das noch sehr extrem weiß. Heute geht es weiter mit dem Mottling und zwar diesmal in Rot und da verdünne ich das nochmal schön, damit es nicht zu dick ist, weil man kann es schlecht wieder rückgängig machen und wenn das zu viel ist, sieht es unecht aus und man kann es schlecht ausbessern, weil umso mehr man dann mit Schichten rüber geht, zum Beispiel Rot oder so, dann wird das andere natürlich auch röter. Deswegen teste ich das jetzt auch wieder auf dem Rand von Reborn Baby und zwar auf dem Ring. Das sieht man dann später nämlich nicht und lasse das erstmal etwas trocknen, so dass ich sehen kann, wie rot es wirklich am Ende ist. Da war ich dann wohl doch ein bisschen zu großzügig mit dem Verdünner, denn man sieht jetzt wirklich gar nichts und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Wie ihr sehen könnt, man sieht nichts und deswegen versuche ich hier etwas Verdünner rauszunehmen und packe das wieder in die Flasche. Ich gucke natürlich, dass das auch sauber ist und da nicht mehr so viel drin ist, kann ich das einfach zurückgeben. Das macht nichts. Wie ihr seht, dauert das dann doch manchmal länger als erwartet und man muss welche Schritte nochmal wiederholen, weil es nicht ganz geklappt hat und ich mische das jetzt hoffentlich so, dass es passt, weil umso öfter man das macht, desto weniger Mottling ist das ja, weil das dann einfach zu viel wird, sollte man das nicht allzu oft wiederholen, den Schritt. Zumindest nicht immer in der gleichen Farbe. Der Bausatz muss natürlich immer abkühlen, deswegen nutze ich jetzt die Zeit und mache meine Bestellung beim Reborn Shop und suche mir alles raus, was ich brauche. Es ist natürlich immer das Risiko, dass man doch einen Bausatz kauft oder mehrere, aber ich versuche mich jetzt zusammenzureißen und keinen zu kaufen. Oh Mann, und trotzdem wurde das ein teurer Spaß. Heute wage ich mich dann an die Adern und ich habe hier so einen kleinen Zettel, damit ich ungefähr weiß, wie das aussieht. Und ich habe auch schon angefangen, allerdings hat so geschmiert, dass ich jetzt endgültig diesen Schwamm hier aussortiere und mir einen neuen hole. Der hier sieht aber nicht so glatt aus, deswegen suche ich mir nochmal einen besseren raus. Der hier ist auf jeden Fall besser und was mir passiert ist, die zweite Pimpette ist in den Verdünner gefallen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. All die Jahre ist es nicht passiert und dieses Jahr gleich 3-mal. Einmal habe ich den schon wieder rausholen können und jetzt versuchen wir einen Neustart mit den Adern. Ich mache das irgendwie immer so ganz dick und dann gehe ich mit dem Schwamm und Verdünner rüber. Eigentlich kann man das auch anders machen, also dass man das dünner macht und dann mit dem Schwamm rüber geht, aber irgendwie hat das bis jetzt immer so besser funktioniert, außer dass jetzt auf einmal das ganze Zeug wieder verwischt und ja, neue Probleme, die eigentlich schon längst gar nicht mehr da waren. Ich weiß nicht, wieso das verwischt und dann gehe ich auch mit dem Zahnstocher dazwischen und hole somit die Farbe aus den Falten raus. Es ist sehr ärgerlich und jetzt eine Fummelarbeit, weil wenn es verwischt, ist es so ein richtiger Fleck und keine Ader mehr. Das hatte ich nämlich schon mal und das sieht nicht so schön aus. Ich bin jetzt schon einige Schichten weiter und beim Rot angekommen und vielleicht könnt ihr das jetzt sehr gut mit den Fusseln erklären. Ich habe das noch nicht entfusselt und vielleicht sieht man das durch die Kamera, aber es sind sehr viele Fussel drauf und ich glaube, ich schmeiße jetzt auch diesen teuren Pinsel weg. Ich habe nämlich schon einiges an Pinsel und Schwämme weggeworfen, weil ich hatte das Befürchtnis, dass das vielleicht davon kommt. Während das Ganze vor sich hin brutzelt, wollte ich euch noch mal ein paar Bausätze zeigen und zwar habe ich in der Box noch ein paar mehr Bausätze von Melanie. Dieser ist es allerdings nicht. Das ist Henry, der ist auch ziemlich süß. Hier ist auch ein
Foto, wie er fertig aussehen kann und ein richtig süßer Fratz. Und dann habe ich hier jetzt noch andere Bausätze von Melanie drin. Der Milan ist ja auch davon und das hier ist der Jules, den habe ich schon mal gemacht. Eigentlich mag ich so ausgestreckte Hände nicht, aber irgendwie ist er richtig süß. Dann haben wir hier noch den kleinen Enno, war das, glaube ich. Der ist auch richtig süß. Und hier in der Box habe ich auch noch so ein Mini, das ist auch von jemand anderes. Aber, also der ist wirklich sehr klein. Irgendwie finde ich diese Mini-Babys auch richtig süß, aber tatsächlich sind die schwerer zu malen als gedacht. Also ist wirklich klein wie mein Finger. Ich habe zwar große Hände, aber die sind richtig winzig und ich glaube, den Henry, den werde ich als nächstes machen. Der lächelt mich so an und offene Augen habe ich auch lange schon nicht mehr gemacht. Das Flossenverbrennen gehört natürlich auch immer mit dazu, wenn man das Baby aus dem Ofen rausholt. Ich hole das immer sofort raus, weil ich habe Angst, dass es irgendwie doch verbrennen könnte oder da Fussel dran kleben von dem Handtuch. Ich habe zwar schon gegen so ein Leintuch getauscht, aber wenn die Versiegelung drauf ist und sie eigentlich trocken ist und ich es reinpacke, kleben da trotzdem manchmal kleine Fussel dran und dann muss ich das nochmal bearbeiten. Achtung, ihr werdet jetzt den Albtraum jedes Künstlers sehen und zwar, die Farbe ist schon fast leer und das hier sind die Genesis-Farben. Die sind leider irgendwie gar nicht mehr richtig zu bekommen und ich habe die meisten in so mini und das ist natürlich sehr ärgerlich, da man sich überlegen muss, wie man weitermacht, aber passt auf, es wird noch schlimmer. Das teure goldene Versiegelungsmittel und in der Kiste des Grauen befindet sich noch ein Übeltäter, ich sag nur Kaugummi. Und so sieht Milan bis jetzt aus. Ich blende euch mal ein Foto ein, damit ihr es besser sehen könnt, weil die Färbung sieht in der Kamera und auf dem Foto anders aus. Und ich finde, er bräuchte noch ein bisschen Farbe, aber ich möchte nicht so extrem mit Rot reingehen. Ich gehe immer mit so ganz dünnen Schichten rein und ich möchte jetzt mal was ausprobieren. Und zwar mache ich jetzt ein neues Glas sauber und gehe mit Gelb nochmal rüber. Eigentlich mache ich das nicht so, aber es ist Zeit für Experimente, würde ich mal behaupten. Wenn man es nicht ausprobiert, weiß man es nicht. Und ich möchte auch nicht, dass er so rot wird. Deswegen, let's go. Ich habe das hier auf so einen kleinen Fleck probiert, um zu sehen, wie das aussieht. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, let's go, einfach voll rein. Also es ist eine ganz dünne Schicht mit wenig Farbe, deswegen kann da eigentlich nicht so viel schief gehen, aber man weiß ja nie, ne? Kann immer was schief gehen. Und übrigens, Fun Fact, es sieht immer so viel besser aus, die Farbe, wenn es nass ist, als wenn es getrocknet ist. Hier ist jetzt auch keine Farbe noch nicht drauf, aber ihr könnt ja schon den Unterschied sehen. Und dann habe ich gemerkt, dass die Kamera irgendwie nicht mehr aufgenommen hat. Ich dachte, ich werde verrückt, habe zu viel Farbe geschnüffelt oder so. Ich war mir sicher, ich habe die angemacht. Und beim nächsten Shot habe ich gesehen, warum sie leer war. Kein Speicherplatz mehr. Da habe ich wohl ein bisschen zu viel gefilmt. Und dann die Unterbrechung. Auf einmal war richtiges Unwetter. Es ist auf jeden Fall richtig dunkel, wie ihr sehen könnt. Und da kann ich natürlich nicht warten, wenn es hier total gewittert. Das Paket mit den Ribbon-Zubehör ist angekommen und wir machen das natürlich jetzt sofort gleich auf und schauen, was da drin ist. Leider habe ich ja nicht alles bekommen, weil einiges ausverkauft war. So sieht das Ganze aus. Und als erstes haben wir hier so eine richtig süße Windel. Ich liebe ja diese Motivwindeln. Leider kann man die bei uns nicht richtig kaufen. Und dann haben wir hier als nächstes einmal Kabelbinder, aber so richtig dünne. Die finde ich persönlich besser als die anderen, da man die in den Körper reinfummeln kann, so dass man sich nicht piekst, wenn man den anfasst. Und dann haben wir hier einmal zweimal Verdünner, was natürlich wieder dringend nötig ist. Das kann man immer gebrauchen. Und dann haben wir, warte mal, was ist das denn hier? Irgendwie, habe ich das bestellt? Ich glaube, das soll die Was zum Teufel ist das hier bitte? Also, wartet mal. Also das hier ist die Versiegelung, die ich eigentlich habe und so sieht die andere aus. Vielleicht habe ich die größere aber dann doch woanders gekauft. Aber es ist meine eigene Schuld. Da steht ja auch, wie viel Milliliter das war und ich dachte, das ist die große Packung. Ich habe wirklich meine Seele für dieses Ding gerade verkauft. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Machen wir weiter. Und zwar habe ich auch noch ein paar Augen bestellt. Die sehen einmal so aus. Die sind für Henry und da ist die Box auch schon leer. Heute schaffe ich es leider nicht mehr zu malen und so sieht Milan übrigens neben einem fertigen Ribbon aus und ich habe ihn hier auch schon ein kleines Outfit rausgesucht, was wahrscheinlich viel zu groß ist. Und da haben wir einmal den Vergleich mit Milan und Laura. Es sind auf jeden Fall noch einige Schichten zu machen, die ganzen Details und so. Um das fertige Ergebnis nicht zu verpassen, abonniert auf jeden Fall den Kanal und schaut dann auch gerne auf jeden Fall bei den Shorts vorbei. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, das war's mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.